Hallo meine Lieben, Tag 23 meiner Weihnachtsgeschenkserie und somit der zweitletzte Tag. Und heute wollte ich euch mal zeigen, wie ihr so kleine Seifen selber machen könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das sind eben Seifen selber gießen. Und ich habe hier mit zwei Farben so ein bisschen gespielt. Das heißt, ich habe teilweise die Dinger weiß gelassen, hier mit diesem 100% Handmade. Und dann habe ich solche gemacht, wo ich komplett lila gegossen habe. Dann habe ich bei den Herzen hier versucht, so ein bisschen Tropfen reinzugeben. Das schimmert ein kleines bisschen durch. Und dann teilweise hinten auch aufgegossen. Zugegeben, sie sehen selber gemacht aus, aber das ist ja auch der Sinn dahinter. Und dann habe ich eine versucht, wo ich so zweifarbig gegangen bin. Wie ihr das machen könnt, das zeige ich euch dann auch. Und dann habe ich die Resten einfach noch aufgegossen. Also ihr könnt da auch gucken, je nachdem wie viele ihr machen wollt, wie viel ihr da aufgießt. Und das Ganze könnt ihr dann schön verpacken, weil Seife kann man im Moment ja nicht genug haben. Das Ganze könnt ihr dann schön in Zellophan eintüten und das schön verzieren noch. Was ihr einfach so ein bisschen beachten müsst, ihr merkt auch, ich reibe hier die ganze Zeit meine Finger, weil sie sind im Moment noch ziemlich ölig, aber das legt sich dann auch. Und was ich gemacht habe, die riechen auch. Ich habe sie nicht nur mit Kosmetikfarbstoff gefärbt, eben die lila, sondern ich habe hier auch ein Duftöl reingemacht, was Vanille ist. Das heißt, die Seifen riechen jetzt auch wunderbar. Und ich kann es euch wirklich empfehlen, geprüft und für gut befunden. Also ich hatte Spaß damit, das auszuprobieren und dann eben, wenn sie dann ausgehärtet sind, das anzugucken, wie das Resultat aussieht, ist schon eine coole Sache. Und wie ihr das machen könnt, das gucken wir uns jetzt an. Was ihr für dieses Projekt braucht, das Wichtigste ist die Seife. Ich habe hier eine Glycerinseife, eine Aloe Vera Seife und nein, ihr könnt nicht eine bestehende Seife nehmen und die einfach aufreiben und dann nochmal aufkochen oder über ein Wasserbad auflösen. Das funktioniert nicht, ihr müsst wirklich solche Blöcke haben. Die gibt es in weiß oder die gibt es aber auch in transparent. Die werde ich raspeln. Ich habe hier so eine alte Käseraspel, damit das dann im Wasserbad sich schneller verflüssigt. Und das werde ich so machen, dass ich habe eine Pfanne, die mit Wasser gefüllt ist und da stelle ich das oben drauf. Da kommt die Seife rein und dann löse ich das auf, bis sie flüssig ist. Rühre da ein bisschen mit einem Holzstäbchen und erst ganz am Schluss bringe ich ein bisschen Parfüm oder Duftöl rein. Ich habe hier einen Vanillegeschmack. Und ihr könnt die Seife weiß lassen, ihr könnt sie aber auch mit dem Kosmetikfarbstoff, ich habe hier einen Lavendel, farblich ändern. Also es gibt da verschiedene Farben auch, die man verwenden kann. Oder ihr könnt eben auch mischen, ihr könnt einen Anteil weiß machen und dann einen Anteil hier zum Beispiel mit lila. Das sind die Möglichkeiten und um das abzugießen, braucht ihr irgendeine Form von Silikonform. Ihr könnt da auch irgendeine alte Backform, die ihr nicht mehr haben wollt. Es gibt zum Beispiel diese kleinen Kuchenförmchen. Sowas könnt ihr, das hier war ursprünglich eigentlich auch eine Backform, aber die wird jetzt umfunktioniert. Das heißt, ich habe hier Herzen oder dann könnt ihr wirklich solche, die für Seifen gedacht sind, kaufen, aber das ist genau gleich eben auch Silikon. Hier drin hat es einen Stempel drin, Soap, und hier drin hat es 100% Handmade. Da habe ich ein paar von. Zum Abkühlen lassen werde ich das auf ein Holzbrett draufstellen, einfach um meinen Arbeitsplatz ein bisschen zu schützen, weil die Dinge sind ja ganz kurz warm. Und dann abpacken werde ich die so in kleine Zellophan-Tüten. Was ich jetzt als allererstes mache, ist diesen Block
aufzuraspeln, damit ich dann Raspel habe, der sich dann schneller verflüssigt, wenn ich das im Wasserbad habe. Das mache ich kurz und bin dann gleich wieder zurück. Ich habe das Ganze aufgeraspelt und mir die Silikonform auch schon so hingestellt, dass ich dann einfach abgießen kann, weil die härtet auch relativ schnell aus. Von dem her guckt da wirklich, dass ihr das alles gut vorbereitet habt, dass die Formen sauber sind, weil alles, was da noch drin ist, kommt ja nachher in die Seife rein, ne? Das wollen wir natürlich nicht. Ich werde als allererstes mit einer weißen starten, das heißt, hier gehe ich noch nicht mit dem Kosmetikfarbstoff rein, sondern mache jetzt nur eine mit weiß. Das heißt, ich gebe hier von der Seife hier rein. Das sollte erstmal reichen. Und jetzt gebe ich das aufs Wasserbad, damit die Seife flüssig wird und ich die abgießen kann. Jetzt gieße ich die mal ab. Und ich habe das Parfum wirklich ganz erst am Schluss reingegeben. Ihr seht die Menge, die reicht circa für so 2 Förmchen. Ich habe jetzt hier relativ viele Luftbläschen drin. Guckt einfach, dass ihr nicht zu stark rührt, wenn ihr das auf dem kochenden Wasser habt. Ich werde jetzt gleich auch noch eine zweite Ladung machen und diesmal werde ich mischen. Und zwar einerseits ich werde in die Herzen des Weiß reingießen und ein kleines bisschen noch hier drinne lassen und dann die Farbe reingeben, um dann ein paar Tropfen auch in diese weiße Masse reinzugeben und da versuche ich dann so ein bisschen Marmorierungseffekt hinzukriegen, aber das seht ihr dann gleich. Und von den Farben her, ich gucke jeweils, dass ich mit dem anfange, was alles weiß ist und dann in die Farben reingehe. Aber da könnt ihr natürlich auch, wenn ihr 2 solche Aufgießformen habt, dann könnt ihr da einfach mit den beiden Farben so arbeiten. So, dann die nächste Ladung. Auch da habe ich das Parfum schon wieder reingegeben und jetzt gieße ich da eben vom Weißen so ein bisschen rein und lasse aber noch ein bisschen stehen und gebe da Farbe rein und verrühre das. Jetzt muss ich mich langsam schon beeilen, nicht dass die hart wird. So, ich würde sagen, das reicht. Und jetzt versuche ich hier von oben runter zu gießen. Und dann verrühre ich das so mit dem Stäbchen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wir gucken einfach mal, wie das Ergebnis dann aussieht. Und den Rest versuche ich jetzt hier oben noch so drauf zu gießen. Ihr seht, es bildet sich auch sehr schnell eine Haut. Das finde ich eigentlich das Coole an der ganzen Sache. Man weiß nicht genau, wie es nachher aussehen wird. Man kann sich da wirklich so ein bisschen überraschen lassen.
gehe da einfach jeweils nochmal einen Rand entlang, um sicher zu sein, dass ich eine möglichst schöne Kante habe, aber das kann man dann nachher auch mit dem Messer noch ein bisschen aufschneiden. Und jetzt mache ich noch eine letzte Ladung und die mache ich dann komplett lila. So, hier habe ich jetzt auch ein paar Tropfen, wenn ich sage ein paar Tropfen, bei mir steht so, glaube ich, 4 bis 5 Tropfen, aber da könnt ihr wirklich die Konzentration von eurem Duftöl angucken und da steht in der Regel in der Verpackung drin, wie viel es braucht. Und jetzt will ich eben eine haben, die nur lila ist. Und die gieße ich jetzt in diese beiden rein. Sogar noch einen kleinen Rest für die hier. Jetzt habe ich immer noch von diesem Block Seife übrig und ich werde noch was versuchen, nämlich einen Mix. Das heißt, ich werde zuerst lila gießen und die Form so ein bisschen schräg halten, damit quasi der Teil hier komplett mit lila gefüllt ist und hier nur bis in die Ecke. Das heißt so. Dann lasse ich das trocknen und dann gehe ich in die andere Richtung und fülle das noch mit Weiß auf. Mal gucken, wie das funktioniert. So, jetzt kommt hier wieder Farbe rein, weil diesmal starte ich mit der lila Farbe und ihr seht, ich habe hier einfach ein paar Verschlüsse von PET-Flaschen hingestellt. Und wenn ihr die Seife, wenn die am Schluss so klein ist, dass ihr die nicht mehr raspeln könnt, dann könnt ihr die auch mit einem normalen Schnitzer klein schneiden, weil das ist Seife, das könnt ihr dann einfach wieder abwaschen. Jetzt gießen wir das mal rein. Ich muss mal gucken, wie weit das geht. Das ist fast ein bisschen zu steil. So, in dem Bereich. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is, oh you know. Bevor ich da jetzt wieder mit Weiß reingehe, werde ich das Ganze auswaschen und erst dann den Rest der Seife noch reingeben. Und ich lasse die jetzt aber zuerst wirklich auskühlen, damit ich da damit sie das aushärtet und ich das dann in die andere Richtung kippen kann. Und ihr seht auch, wie schnell das aushärtet, ne? Hier, die ist eigentlich schon fast hart. Da hat sich zumindest eine Haut gebildet. Die ist auch schon fast hart. Also es geht schon relativ schnell. Bevor ich da jetzt das drüber gieße, werde ich hier die Oberhaut so ein kleines bisschen versuchen aufzukratzen, damit die ein bisschen mehr Grifffläche hat. So, und dann gieße ich den Rest hier jetzt einfach mal drüber. Gucke, dass es bis oben hin geht. Damit man auf der Rückseite quasi nur das Weiß sieht. Und den Rest gieße ich hier noch rein. So, und das lasse ich jetzt wirklich alles auskühlen. Die könnt ihr im Moment bei den Temperaturen auch rausstellen. Dann geht es ein bisschen schneller, aber die härten auch wirklich sehr rasch aus. So, ich habe das alles jetzt aushärten lassen und jetzt kommt der coolste Moment, weil jetzt können wir das Ganze rauslösen und mal gucken, wie das alles aussieht. Wo haben wir gestartet? Wir starten mal kurz mit den Reststücken und ihr könnt wirklich, Silikon ist super biegbar, könnt ihr das rausnehmen.
Okay, hier hatte ich dummerweise einen Tropfen vom Weißen. Ansonsten sieht man den Schriftzug schon sehr gut. Und was ihr machen könnt, ist, wenn die Kanten nicht schön sind, dann könnt ihr immer noch mit einem Rüstmesser hier quasi wie eine schöne Kante bilden. Ist bei der Rundung ein bisschen schwierig. Dann habt ihr hier ein bisschen einen schöneren Abschluss. Dann das zweite Reststück. Die sieht doch schon ein bisschen besser aus. Dann hatten wir hier einfach weiße Blöcke gegossen. Das sieht dann so aus. Da hatten wir auch 2 davon. Die sind dann einfach ein bisschen höher. Also ihr könnt hier gucken, wie viel ihr die Form oder bis wie weit hoch ihr die Form aufgießen wollt. Dann hatten wir die Herzen. Da hatte ich eigentlich mit Lila reingetropft. Davon ist im Moment noch nicht wirklich viel zu sehen. Mal gucken, wenn man die dann verwendet, wie das aussieht. Ist jetzt nicht das schönste Exemplar, ne? Dann die zweite. Die ist jetzt auch weiß und auf den Seiten erkennt man hier die einzelnen Punkte, die so drin sind. Und naja, halt einfach, ich habe es dann noch mit Lila aufgegossen, das sieht man. Auch hier muss ich natürlich die Kanten noch schneiden. Dann hatten wir die, die ganz lila sind. Die sind eigentlich ziemlich cool geworden. Und dann noch mein Experiment mit den 2 Farben, die so ein bisschen vertikal gelaufen sind. Oh, die ist cool geworden. Die hat genau den Effekt, den ich haben wollte. Ne? Hier fängt es weiß an, dann habe ich die Hälfte weiß und die andere Hälfte lila. Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Und da auch die zweite hat so auch funktioniert. Von dem her, wenn ich das, wenn ihr das ausprobiert, also das hier mit den Schrägen, die finde ich ganz cool. Oder eben die Unifarben. Und wenn ihr dann einen Mix macht, wo ihr eins lila, eins weiß in die Tüte reingibt und dann noch so eins, was zweifarbig ist, dann gibt das schon was her. Und eben, es ist selbst gemacht. Ich werde jetzt noch kurz die Kanten aussäubern und dann könnt ihr das eben in solche Zellophantüten einpacken und die so verschenken. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch mal auszuprobieren. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder.
Bis bald. Where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet